Auf welche Weise kann man denn ESG überhaupt konkret messbar machen und was braucht es dafür eigentlich und wo kommen die Daten her? Im ESG-Bereich, glaube ich, haben sich zentrale Frameworks rauskristallisiert. Ne? Wir haben es heute Vormittag auch in den Veranstaltungen gesehen. Es gibt CRREM als Benchmark, es gibt Scoring-Standards wie und GRESB, es gibt Tools wie den Energieausweis, wie die Energieeffizienzklasse oder eben auch dann die Taxonomie. All das sind im Prinzip Instrumente, über die ESG messbar gemacht wird. Vor allen Dingen aber das E in ESG, ich glaube, da ist ein ganz klarer Schwerpunkt drauf. Und für E, also Environmental, braucht es natürlich Verbrauchsdaten. Und die gilt es zu erheben. Und wir als Softwarelösung, wir bieten im Prinzip den Blumenstrauß an technischen Lösungen an, diese Verbrauchsdaten zu generieren. Entweder liegen die Verbrauchsdaten vor, dann hat man irgendwie eine API, die einem dabei hilft, diese Verbrauchsdaten zu generieren. Workflows, die den Portfolio Manager oder den Property Manager anfunken oder eben auch eine KI, die Verbrauchsabrechnungen ausliest. Und ansonsten gibt es Hochrechnungen, wenn diese Verbrauchsdaten nicht vorliegen. Und dieser Blumenstrauß, der ermöglicht eben dann eben auch, dass diese Frameworks, die ich dir genannt habe vorhin, einmal befüllt werden können. Und ja, Daten sind am Ende das Öl für den gesamten Prozess. Thema ist ja auch das Stranding quasi einer Immobilie zu verhindern. Wie kann man denn den Stranding Point einer Immobilie überhaupt kalkulieren? Ja, also Stranding Point kann direkt assoziiert werden mit dem CRREM Framework, also im Prinzip der Benchmark auch, der vom Institut für Immobilienökonomik entwickelt wurde. Und der basiert im Prinzip auf Dekarbonisierungspfaden, die bis in 2050 eben den Weg zur Klimaneutralität je Nutzungsklasse beschreiben. Und welche Daten brauche ich dafür? Wir sind wieder bei Verbrauchsdaten. Also ich brauche die Verbrauchsdaten für Wärme, für Strom und kann die natürlich saldieren mit irgendwie einer eigenen Energieerzeugung am Objekt. Und das sind im Prinzip dann die Grundlagen dafür, dass ich den Stranding-Zeitpunkt ermittle. Ich brauche dann natürlich den Emissionsfaktor je Energieträger. Und wenn ich das Ganze in eine mathematische Gleichung packe, dann wird mir im Prinzip aufgezeigt, wo ich aktuell stehe mit meinem CO2-Fußabdruck und wann ich eben diese Dekarbonisierungskurve schneiden würde. Und in dem Moment spricht man vom Stranding Asset Zeitpunkt. Das ist im Prinzip mal so ein Benchmark, bis wann bin ich irgendwie konform mit den Dekarbonisierungsvorgaben, hat aber für mich jetzt im Prinzip keinen unmittelbaren Nachteil. Wenn ich aber natürlich irgendwie Geld möchte am Kapitalmarkt, sei es irgendwie Kredite oder die Immobilie verkaufen möchte, dann schauen da im Prinzip Banken und auch Käufer ganz intensiv drauf. Inwiefern können denn die Auswirkungen von ESG-Maßnahmen auf den Wert einer Immobilie überhaupt beziffert werden und warum ist das wichtig? Also ich glaube, super zentrale Frage, ist was die Branche natürlich sehr antreibt, weil wir alle packen da Aufwand rein, das muss sich am Ende rentieren. Was sind die Auswirkungen? Im Prinzip im Wesentlichen, es gibt Dinge, die ich machen muss, das ist die Regulatorik, das heißt, ich darf sie einfach nicht machen. Das sind wie eben die Datenschutzgrundverordnung, ich muss da Mindeststandards mit Blick auf Reporting erfüllen. Und auf der anderen Seite mache ich es natürlich auch, weil ich damit in Anführungszeichen was Gutes tun will, aber auch Geld verdienen möchte. Ja? Also es ist am Ende schon auch ein Risikofaktor im Management der Immobilien. Beispielsweise wissen wir, dass die Banken höhere Zinsen verlangen, wenn eben die Immobilie nicht ESG-konform ist oder weit weg davon ist. Genauso sieht man auch, gibt es auch verschiedene Studien, unter anderem von JLL, die zeigen im Prinzip so die Korrelation zwischen Energieeffizienz und Marktwert. Und da sieht man zwischen der Energieeffizienzklasse A und H beispielsweise, das sind Daten jetzt aus dem September letzten Jahres, einen Unterschied von 30% im Bereich des Marktwertes. Selbe Lage, selbe Nutzungsart. Also dann sieht man schon, es wirkt sich auf den Marktwert der Immobilie aus. So, und wenn man jetzt in Richtung Bestand denkt, natürlich will ich als Asset Manager schauen, dass der Marktwert meiner Immobilie maximiert wird. Also muss ich an den richtigen Stellen investieren, um den Marktwert auch zu maximieren. Dann zum Abschluss noch die Frage, wie führt denn Alasco das ESG mit dem Kostenmanagement zusammen in ihrer Softwarelösung? Genau, also wir haben ein ganzheitliches ESG-Management aufgesetzt. Wir glauben einfach daran, dass Ökologie und Ökonomie zusammenkommen, weil es geht am Ende auch über ESG getrieben, geht es darum, die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen und die müssten am Ende auch umgesetzt werden. Das heißt, wie führen wir das Ganze zusammen? Wir sehen das quasi als gesamte Wertschöpfungskette im Asset Management. Wir starten immer mit der Datensammlung. Ja. Daten sind die Basis für den gesamten Prozess. Dann schaue ich auf eine Analyse, wo stehe ich aktuell, kann Optimierungsmaßnahmen ableiten, wie ich das Thema in ESG verbessere.
habe aber dann wiederum die Brücke zur Ökonomie. Das heißt, dann werden Investitionsentscheidungen getroffen und dahinter steht ein Euro. Ich muss sehen, wie viel Kosten kann ich mir denn einsparen, wenn ich weniger Energie verbrauche, wenn ich meine CO2-Kosten senke oder auch Förderungen generiere. Genauso, wie kann ich denn den Wert meiner Immobilie stellen? Und dann hast du im Prinzip einen Return on ESG, sage ich mal, der dann sagt, welche Investitionsmaßnahmen sollte ich durchführen. Und die werden dann als kaufmännisches Projekt abgebildet. Und so hat man einfach eine logische Abbildung dieser Wertschöpfung von der initialen Datensammlung bis zur Umsetzung der Maßnahmen. Und das Interessante ist, dann findet eine Rückkopplung statt, weil dann habe ich quasi einen neuen Zustand meiner Immobilie. Ich sammle die Daten neu, ich sehe, was dann auch meine Maßnahme, die ich zuvor umgesetzt habe, auch gebracht hat. Und das Ganze fängt von vorne an. Und das ist im Prinzip so die Schleife, die uns wahrscheinlich bis 2050 noch ein paar Mal begegnen wird. Wunderbar, vielen Dank.